You've been hiding in the shadows way too long. You always thought that you were weak, but babe, you're wrong. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Think that it's time you let. Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Und Der Kameramann Micha war wieder als Maler dabei. genau, der hat heute wieder schön gemalt. Ich habe ein bisschen gebastelt und das ist nämlich heute unser Thema. Wir haben heute eine Vase angemalt mit Kreidefarbe und haben ein bisschen gebastelt. Und zwar haben wir hier die Palmblätter heute selber gemacht und ich finde, das passt wirklich richtig gut, weil, ja, das hat uns wirklich Freude gemacht und wir hoffen sehr, dass wir euch mit dieser Deko-Idee heute inspirieren können. Also bleibt dran, weil das zeigen wir euch nämlich jetzt. Und wir fangen an. Hier Präsentation für die Deko heute. Und guck mal, diese große Bodenvase, die hat nämlich ein Loch. Guck mal hier. Und das ist ein bisschen schade. Und ich finde auch von der Optik her mit dem Weißen passt es nicht wirklich bei uns hier in die Deko rein. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir hier ein kleines Makeover. Und dazu brauchen wir heute einmal die Pinsel. Ich würde mal eher sagen, nur den großen Pinsel. Dann haben wir hier die Kreidefarbe und zwar haben wir hier den Kakaoton. Kakaoton. Genau, da hatten wir gerade eine kleine Verzierung gemacht auf den Nachttischen hier oben in der Infobox. Könnt ihr gerne mal gucken. Ist sehr schön geworden. Ein bisschen Wasser und auf der anderen Seite habe ich jetzt so ein bisschen diese Deko, Pampasgras, Kunstgeschichten und dann einmal dieses Craft, also dieses braune Papier, was ein bisschen stärker ist. Ihr könnt aber auch super eine Papiertüte nehmen, ist auch eine sehr gute Idee. Und dann habe ich hier einmal dieses Naturband, Juteband, einmal hell und einmal dunkel. Lineal habe ich nicht, deswegen habe ich heute ein Maßband und eine Schere und eine Heißklebepistole. Und ich würde sagen, Micha, es geht los, oder? Es geht los. So, Farbe habe ich aufgemacht und jetzt nehme ich hier mein Stäbchen und werde die jetzt erstmal richtig schön umrühren. Und ihr seht, diese Kreidefarbe ist sehr, sehr dickflüssig und die lässt sich wunderbar mischen. Dann, wenn ihr das gemischt habt, was wichtig ist oder was wirklich besser ist, wenn ihr den Pinsel, bevor ihr in die Farbe geht, einfach ein bisschen befeuchtet, entweder ein bisschen mit Wasser. Das ist immer sehr, sehr gut, weil dann lässt sich die Kreidefarbe, haftet eher und lässt sich besser streichen. Beziehungsweise ihr könnt auch so einen Sprüher nehmen und den Pinsel einfach ein bisschen zwischendurch befeuchten. Das ist immer sehr zum Vorteil, wenn man mit Kreidefarbe arbeitet. Ich werde diese jetzt nicht vermischen. Ich nehme die jetzt einfach so pur, gehe hier mit dem Pinsel in die Kreidefarbe rein und werde jetzt hier die Vase, die ist aber auch richtig groß, richtig schön mit der Farbe bestreichen. Und man sieht, eigentlich haftet die ganz gut, oder? Ja, sieht gut aus. Obwohl ich glaube, dass wir da definitiv zweimal mit der Farbe rübergehen müssen. Aber wir fangen jetzt erstmal an, die erste Schicht aufzutragen. Vase ist gestrichen, ist toll, oder Micha? Ja, Finde ich ganz habe ich auch anders. gemacht. Ne? Eben hat er auch gemacht. Bringt Spaß. Michael liebt es anzumalen. Wir warten jetzt einen kleinen Moment, bis es angetrocknet ist, damit hier unten der Boden, dann wird die nämlich einmal gedreht und dann kann der Boden nämlich super auch noch 아주 우연히 듣게 된 그 노래 나도 모르게 숨죽여 들어 angemalt werden. Und ich glaube, eine Schicht reicht. Hast du Eine gesagt? Schicht reicht. Genau, es ist so deckend, dass wirklich Genau. eine Schicht reicht. Und es geht jetzt weiter und zwar machen wir jetzt das Palmblatt.
Und ich habe in der Zeit, wo Micha jetzt neben mir hier gemalt hat, einfach mal eben gemessen. Und mein Papier hat die Maße 43 Zentimeter. Und ich werde jetzt mir ein Stück zurechtschneiden. Und zwar einmal Länge und Breite 43 Zentimeter. Also ich mache einfach mal mein Papier, die Rolle so ein bisschen weg. Und werde jetzt hier einmal 43 Zentimeter, genau hier, werde ich mir mit dem Bleistift einen Strich machen und auf der anderen Seite genauso. Dann verbinde ich die beiden Punkte und dann haben wir eine super Linie. Und was brauchen wir? Auf alle Fälle ein Lineal, oder Micha? Ja. Ja, aber das macht nichts. Hier konnten wir jetzt super eine Linie machen. Dann schneiden wir uns jetzt das Stück ab. Da die Rolle nur 43,5 cm, glaube ich 43 cm ist, von der Breite her, kann ich natürlich, weil wir brauchen ein Quadrat, muss ich 43 cm übernehmen. Wenn ihr größere Blätter haben wollt, könnt ihr natürlich gucken, es gibt größere Rollen oder größere Blätter, die man wirklich kaufen kann. Dann brauchen wir natürlich mehr. Aber wir nehmen jetzt das, was wir haben und wir zeigen euch das mal. Guck mal, Micha, wir nehmen jetzt hier das Papier und knicken uns das einmal hier, dass wir eine richtig schöne Falz haben, ein bisschen dagegen halten. Jetzt haben wir es geknickt und jetzt gehen wir hier nochmal mit dem Lineal und werden jetzt von unten ungefähr, ich hatte jetzt 12 cm, genau. Bei 12 cm mache ich mir jetzt hier nochmal einen Strich und werde jetzt mit dem Bleistift von oben hier an der linken Spitze runtergehen und jetzt bis zum Punkt hier so ein, ich würde mal sagen so ein halb. Ups, das ist ein bisschen, aber das korrigieren wir gleich mit der Schere. Einfach nur mal so runtergehen, so einen kleinen Halbkreis. Und da schneide ich jetzt mit der Schere einmal lang bis nach oben hin. Wenn ihr nach oben hingeschnitten habt, könnt ihr das auseinandernehmen, das Blatt auseinanderfalten. Und ich werde jetzt hier unten, das ist natürlich jetzt hier mit echt ein bisschen komplizierter, aber jetzt alle 2 cm mache ich mir jetzt nochmal einen Punkt. Da ich ja 43 cm von der Breite und Länge hatte, bleibt am Ende nachher 1 cm übrig, aber das ist wirklich nicht schlimm. Hier unten sind jetzt einmal jeweils 2 cm abgemessen und das machen wir hier oben auch nochmal, damit wir genau perfekt unsere Falz gleich super schön gerade knicken können. Das heißt, ich lege hier wieder an und werde alle 2 cm mir einfach nochmal einen kleinen Strich machen und das mache ich jetzt bis nach drüben. Und jetzt können wir wunderbar, guck mal, Micha, ich komme mal zu dir rüber, und zwar den ersten Knick hier machen, damit man, guck mal, hier an die Striche rankommt. Dann hat man eine super Hilfe und hat genau bis oben hin das Maß. Und jetzt drehe ich mir das Blatt und werde mir das auch wieder knicken, ein bisschen randrücken, wieder drehen und jetzt hier wieder an den Strich ran. Dann habt ihr wirklich einen super geraden Knick. That spark out. You've been hiding in the shadows way too long. And who cares if you might. Und komplett fertig geknickt. Guck mal, wie schön das aussieht. Also das gefällt mir wirklich gut. Es ist am Anfang ein bisschen, ich habe die erste einmal vorher ausprobiert. Jetzt habe ich schon ein bisschen Routine. Das ist ja immer so, wie gesagt, das letzte Stück ist natürlich ein bisschen schmaler, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Was ich jetzt mache, ich lege mir das jetzt einmal eben zur Seite, nehme jetzt nochmal mein Papier und werde mir jetzt hier ein Stück nochmal abschneiden. Und da hatte ich vorhin probiert, dann nehme ich einfach mal so 4 cm, würde ich sagen. Das reicht völlig aus. Mache mir da jetzt nochmal jeweils einen Strich, verbinde die beiden Striche wieder und schneide mir jetzt hier von unserem Kraftpapier 4 cm nochmal ab. Einmal hier unten, einmal hier oben und miteinander verbinden, wie eben gerade auch. Jetzt schneide ich einmal das Stückchen ab
Jetzt nehme ich das Papier und werde mir einfach so einen Knick, so ich würde mal sagen bis zur Mitte hin machen. Eine kleine Falz. Richtig schön so. Und auf der anderen Seite genauso. Einmal noch ein bisschen rein. Und jetzt knicken wir das Papier, damit das richtig schön stabil wird. Das ist jetzt aber nicht so schlimm, das muss auch nicht so gerade sein. Ich zeige euch gleich warum. Einfach nur, dass wir so ein bisschen den Stiel vorgearbeitet haben. Und jetzt legen wir uns ein Stück Draht hier rein, in die Mitte vom Papier. Und jetzt nehme ich die Heißklebepistole, mache mir hier Heißkleber rein und werde mir das jetzt hier zusammendrücken. Wie gesagt, schön vorsichtig, es ist immer sehr, sehr heiß und einfach ein bisschen abwarten und etwas randrücken. Das mache ich jetzt bis unten hin, dass wir den Draht einmal in dem Papier drin haben. Also das mit dem Papier und Draht könnt ihr gucken, ob ihr es braucht, weil ich möchte gerne, dass nachher das Blatt sehr flexibel ist vom Stiel her. Man kann auch natürlich so einen dünnen Holzstab nehmen, mit dem, so wie ich das jetzt tue, hier mit dem Papier. Wenn ihr jetzt einen Holzstab habt, nehmt Heißklebe, macht das hier in die Mitte und fixiert euch jetzt hier das Stück Papier oder wie gesagt eben auch, keine Ahnung, ein Holzstab oder wie auch immer, was ihr habt. Weil die sind natürlich super stabil, gerade für Vasen, dann knickt das Blatt nicht um. So, das drücke ich mir jetzt richtig schön fest. Jetzt nehme ich mir ein bisschen Jute-Schnur und werde mir die hier oben am Blatt fixieren und werde damit das Blatt komplett jetzt ein bisschen nach oben hin einwickeln. Das ist jetzt natürlich wichtig, dass das Blatt unten hält. Und dann nehme ich jetzt wieder ein bisschen Heißklebe und mache mir das hier ein bisschen rum. Jetzt sind wir am Ende. Wir haben genug Juteband rumgemacht. Und jetzt nehme ich hier einmal die Schere, schneide mir das ab, fixiere mir das. Und es hält, es hat richtig schöne Stabilität und es ist wirklich toll. Ihr könnt das jetzt schon so eigentlich in die Vase reinstecken, weil es ist stabil durch den Draht. Und ich finde das ganz schön. Wir haben die Verwertung nochmal mit dem Papier. Und ja, ich persönlich finde es aber jetzt nochmal schön. Die Mühe machen wir uns einfach mal. Wenn wir das Juteband jetzt nehmen, hier unten am Stiel wieder fixieren, ein bisschen mit Heißklebe. Da lasse ich jetzt die Schnur auch so neben mir und mache mir das einfach jetzt so ab, weil ich wirklich nicht weiß, wie viel ich brauche. Mache jetzt den Heißkleber hier vorsichtig wieder ran. Nimm meine Jute-Schnur und wickel die hier rum. Fixiere mir die hier unten erstmal. Einfach nur so ein Stück Heißkleber ran und rucki zucki. Das geht wirklich ganz schnell. Richtig schön einmal nach oben hin drehen. Ihr könnt jetzt auch verschiedene Farben nehmen oder wenn ihr Wolle habt oder wie gesagt, ich finde, das passt jetzt ganz gut, dieses Natürliche, und deswegen nehme ich einmal jetzt diese Schnur. Ich drehe mir die jetzt bis oben hin. Unten angekommen. Guck mal, Micha, wir zeigen euch das mal. Kommen hier einfach mal unten ran. Wir sind jetzt oben angekommen. Das ging wirklich ruckzuck. Und jetzt hier oben am Ende mache ich noch mal ein bisschen Heißkleber. Und jetzt kann man auch noch mal, wenn man gerne möchte, einmal noch mal hier oben hochgehen. Dann hat man das noch mal so ein bisschen doppelt. Ich schneide mir den Rest ab. Hier unten kann man eigentlich auch noch mal, schneide ich mir noch mal eben richtig ab, dass es nicht so absteht. Hier unten auch. Und ich finde das richtig schön, oder? Guck mal, das ist doch wirklich toll geworden. Also kann man öfter machen und ich glaube, ich habe sogar noch eine ganz gute Idee, wofür man das noch machen kann. Also man kann es ja auch super für die Wand als Wanddeko in einem Bilderrahmen, aber da kommen wir, das machen wir noch mal. Was jetzt wichtig ist, ihr könnt hier die Falz noch mal richtig schön mit den Fingernägeln rübergehen und noch mal so richtig toll schärfen. Das mache ich jetzt noch mal komplett mit allen Knickstellen. So, einmal hier und noch mal den Rest. Und was natürlich jetzt gut ist, der ist jetzt sehr flexibel. Er hat Halt durch den Draht.
Und er ist natürlich auch super flexibel. Das heißt, wir haben ja nachher die anderen Pflanzen und dann kann man den wirklich, ja, wenn man das gerne zur Seite haben möchte, schön an die Seite mit dem Draht drücken oder eben auch gerade. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr praktisch. Und ich würde sagen, wir warten jetzt mit der Vase und dann wird es eindekoriert. Und trocken ist sie. Ich weiß nicht, wie viele Stunden haben wir jetzt gewartet? 6 Stunden? 6 Stunden. Genau. Und es ist super trocken geworden und es deckt mit einmal, oder? Ja. Ja, genau. Also einmal haben wir die Farbe nur rauf gemacht, manchmal noch ein bisschen, weil sie hat ja, die Struktur ist ziemlich grob, sie hat unheimlich viele Löcher, aber wir finden, es hat super abgedeckt und es reicht wirklich völlig aus. Uns gefällt das sehr, sehr gut. Und ich finde, wir können jetzt nämlich unser Pampasgras und unsere wunderbaren Palmblätter können wir jetzt da oben eindekorieren. Und wir stecken die einfach mal, ich habe ein bisschen Papier reingesteckt, weil die unheimlich tief ist natürlich, damit die auch halten und sonst würden die wirklich hier versinken. Und jetzt können wir, ich finde, die Farben passen auch total schön. Diese, guck mal hier, diese hellen und braunen Töne. Und die mache ich jetzt erstmal rein. Das ist natürlich, fliegt jetzt überall und der Kontrast ist wirklich klasse. Ihr Lieben, und das ist heute unser Thema gewesen hier, diese tolle, selbst angemalte, ja, ich finde, die hat gleich einen ganz anderen neuen Charakter wieder bekommen und diese schön selbstgemachten Palmblätter, das werde ich definitiv öfter machen. Gefällt mir richtig gut, nicht nur für die Vase, aber hier kommt noch ein drittes rein, um hier noch ein bisschen Höhe zu kriegen. Und dann finde ich, für uns ist es wirklich perfekt. Ihr Lieben, es hat so viel Spaß gemacht und wir hoffen wirklich, dass wir euch heute inspirieren konnten. Und dann natürlich freuen wir uns über einen Daumen hoch. Kostenloses Abo, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt. Aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr immer Info, wenn wir ein Video hochgeladen haben. Und ja, ich würde sagen, wir freuen uns bis auf die Tage, oder? Ja, sehr. Wir können noch ein bisschen malen, ne? Ein bisschen Ja. blumig wird es Machen wir noch. Machen wir auf alle Fälle. Es wird ordentlich gemahlen, weil hinter Micha ist ein Riesenprojekt und ich glaube, es hat uns so viel Spaß gemacht, das Ja. machen wir auch. Und wir hoffen natürlich, schreibt doch mal in den Kommentaren, ob ihr irgendwelche Wünsche habt. Genau, dann versuchen wir das umzusetzen. Hier unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu unserer Homepage und da kommt ihr immer noch mal den Link für andere Fotos oder wie gesagt einen Link für andere Artikel, wenn euch irgendwas gefallen hat. Also ihr Lieben, ich freue mich. Bis auf die Tage, eure Conny und Euer Michael, der Kameramann. genau, bis dann. Tschüss. Tschüss. This